Hallo miteinander. In diesem Video zeigen wir euch, wie man einen sogenannten Field Strip bei einer SIG P365 macht. Da noch im Vorab zum Sagen, dass eigentlich bei den meisten diversen Modellen, die es gibt, der Field Strip immer gleich gemacht wird. Wie immer tun wir zuerst sicherstellen, dass die Waffe nicht geladen ist. Also sprich, wir nehmen das Magazin raus, kontrollieren die Kamera und dann tun wir als erstes den Schlitten mal im hinteren Bereich arretieren. So. Und jetzt drehen wir diesen Hebel gegen unten drehen. So, in dieser Position. Und jetzt kann man den Schlitten wieder lösen, indem man ihn leicht nach hinten zieht. Wenn der Schlittenfanghebel nicht selber runterkommt, dann drückt man ihn einfach runter. Geht ab und zu ein bisschen streng. Und jetzt können wir den Schlitten gegen vorne rausdrücken. Et voilà. Die Rückschlagsfedern, wie man es kennt, einfach rauslupfen. Und beim Lauf auch ein bisschen anheben, vorne verschieben, anwinkeln und rausnehmen. Und so nimmt man die Pistolen auseinander. Um sie wieder zusammenzusetzen, tun wir als erstes den Lauf wieder in den Schlitten rein. Das drehen wir beides am besten um. Gehen hier rein, angewinkelt, den Lauf absetzen, den hinteren bewegen, bis er in Position ist. Als nächstes nehmen wir die Rückschlagsfedern. Bei der Rückschlagsfeder ist der Teil da, der enger ist, der kleinen Durchmesser hat, das ist hinten. Und der andere Teil ist vorne. Dann tun wir einfach da mal einfädeln. Und dann kommt, man sieht es, da hat es eine kleine Kerbung. Die Rückschlagsfeder kommt da so rein. Et voilà. Und jetzt können wir den Schlitten wieder aufs Gehäuse fädeln. Wo man da einfach ein bisschen achten muss, ist da bei dem Hebel, den man vorher bewegt hat. Den kann man eigentlich ein bisschen mehr als 90 Grad bewegen. Aber wenn man das macht, dann verkantet sich der innere Teil. Also eigentlich kommt der gerade gegen oben nicht auf dem Maximum führen. Also darauf achten, wenn man es drauf tut und die Rückschlagsfeder klemmt, dann weiss man, der ist in der falschen Position. Tun wir einfädeln. Hinten. So, bis zu dieser Position. Und jetzt tun wir mal den Schlitten wieder mit dem Schlittenfanghebel arretieren. Also man zieht hinten, den gegen rauf. Und jetzt kann man den wieder gegen vorne bewegen. Ab und zu geht das ein bisschen streng. Dann halt einfach Schlitten abnehmen und nochmal probieren. Jetzt können wir den Schlitten wieder lösen. Und am Schluss halt, der Abzugsmechanismus ist jetzt wieder geladen. Sollte man wieder entspannen. Sprich, schaut nochmal schnell. Ist leer. Ist gut. Und den Mechanismus entspannen. Und so baut man sie wieder zusammen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen.